In diesem Video werde ich dir erklären, wie du eine deutsche Immobilie erbschaftssteuerfrei und schenkungssteuerfrei an deine Kinder oder Enkel übertragen kannst. Das ist ein wichtiges Thema für alle, die ins Ausland umziehen wollen. Aber auch wenn du nicht auswandern willst, funktioniert die hier vorgestellte Methode für dich. Bitte beachte, dass ich dieses Thema nur in der Übersicht vorstellen werde. Wenn wir hier zu allen Sonderfällen und Details uns äußern würden, wäre das Video 2 Stunden lang und du würdest vor Langeweile einschlafen. Wenn das Verfahren für dich in Frage kommt, dann konsultiere am besten deinen deutschen Steuerberater oder Rechtsanwalt und lass dich detailliert beraten. Zuschauer aus Österreich können jetzt gerne abschalten, denn sie sind in der glücklichen Lage, dass Österreich die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer bereits 2009 abgeschafft hat. Legen wir los. Viele, die planen, ins Ausland auszuwandern, haben noch eine Immobilie in Deutschland und müssen sich dann gut überlegen, was sie mit dieser machen. Klar, du kannst die Immobilie vermieten, aber die meisten wollen doch lieber einen sauberen Cut mit Deutschland, wenigstens dann, wenn man nicht plant, zurückzukommen. Man will einfach keine Steuererklärung in Deutschland mehr einreichen müssen und man will auch nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Das sind alles Faktoren. Eine Immobilie in Deutschland könnte beides nämlich auslösen. Das Problem ist nun, dass man das Haus vielleicht nicht verkaufen will, weil der Markt vielleicht gerade nicht so optimal ist und du würdest hier nicht den besten Preis erzielen und du hängst vielleicht auch noch emotional dran. Du möchtest gerne, dass es in der Familie bleibt. Oft wäre die Übertragung an die Kinder und Enkel eine schöne Lösung, um die Immobilie eben in der Familie zu belasten. Wenn da nicht die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer wäre. Viele wissen dabei nicht, dass es eine relativ einfache Methode gibt, die Immobilie komplett steuerfrei, also ohne Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer, an deine Kinder oder Enkel übertragen zu können. Aber schauen wir uns erst noch mal an, wie das mit der Erbschaft und Schenkungssteuer überhaupt funktioniert, gerade auch vor dem Hintergrund eines Auslandsumzugs. Grundsätzlich gelten bei der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer die gleichen Freibeträge, Steuerklassen und Steuersätze. Diese belaufen sich bei Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern auf 500.000 Euro, Kindern und Stiefkindern auf 400.000 Euro, Enkel, deren Eltern bereits verstorben sind, auf 400.000 Euro, Enkel, deren Eltern noch leben, auf 200.000 Euro, Urenkel, Eltern und Großeltern 100.000 Euro, alle anderen 20.000 Euro. Das sind also die Freibeträge, zu denen du an die verschiedenen hier angesprochenen Personen verschenken oder vererben kannst, ohne die entsprechende Steuer zu bezahlen. Bei der Erbschaftssteuer gibt es weitere Freibeträge und Abzugsmöglichkeiten wie den Versorgungsfreibetrag und den Pflegefreibetrag, auf die ich jetzt aber nicht näher eingehen werde. Bei der Schenkungssteuer können die Freibeträge alle 10 Jahre neu genutzt werden. Das heißt also, du kannst jetzt deinem Kind alle 10 Jahre 400.000 Euro schenken oder jedes Jahr deinem Kind 40.000 Euro schenken. Geht auch. Liegt dein Erbe oder deine Schenkung über dem Freibetrag, wird nur der Betrag versteuert, der über diesem Freibetrag liegt. Es ist also keine Freigrenze, bei der alles versteuert werden müsste. Speziell bei Immobilien ist aber noch Folgendes zu beachten. Wer die Immobilie selbst bewohnt, dem wird die Erbschaftssteuer unter bestimmten Bedingungen ganz erlassen. Diese sind: Der Erbe muss mindestens für die kommenden 10 Jahre die Immobilie selbst bewohnen. Zweitens, die Fläche der Immobilie darf nicht 200 Quadratmeter überschreiten. Tut sie das, wird die Restfläche besteuert. Drittens, der Erblasser muss unmittelbar vor seinem Tod die Immobilie noch bewohnt haben. Wenn das zutrifft, wird keine Erbschaftssteuer fällig. Wird die Immobilie vor Ende der 10-Jahresfrist verkauft oder an Dritte vermietet, muss die Erbschaftssteuer rückwirkend bezahlt werden. Betroffen ist übrigens von der Erbschaftssteuer und der Schenkungssteuer, wer als Erbe oder Erblasser unbeschränkt in Deutschland steuerpflichtig ist. Die unbeschränkte Steuerpflicht endet 5 Jahre nach Wegzug aus Deutschland. Wenn du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, erst nach 10 Jahren. Ist allerdings die Erbmasse in Deutschland belegt, also zum Beispiel eine deutsche Immobilie, dann ist darauf immer in Deutschland Erbschaftssteuer fällig. Das heißt also, selbst wenn jetzt der Erblasser in Spanien wohnt und der Erbe wohnt in Amerika, dann ist deutsche Erbschaftssteuer fällig, wenn die deutsche Immobilie vererbt wird. Ganz wichtig, die meisten Doppelbesteuerungsabkommen decken die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer nicht ab. Hier kommt es regelmäßig zu einer Doppelbesteuerung, wenn du im Ausland lebst. Es reicht daher nicht, wenn du dich nur um die deutsche Erbschaftssteuer kümmerst. Du musst dich auch um die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer
in deinem neuen Wohnsitzland kümmern. Ein weiterer guter Grund, die Immobilie loszuwerden, bevor du Deutschland verlässt. Wie hoch sind nun die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuersätze bei Erbschaften und Schenkungen, die über den Freibetrag hinausgehen? Der Einfachheit halber haben wir nur die Sätze für Kinder, Enkel und Urenkel wiedergegeben. Ja. Also, bei der Höhe des Erbes von bis zu 75.000 Euro 15%. Also zum Beispiel, wenn du an dein Kind 475.000 Euro vererbst, dann haben wir 400.000 Freibetrag, 75.000 Euro musst du dann noch versteuern mit 15%. Bis zu 300.000 sind es 20%, 600.000 25%, 6 Millionen 30%, bis zu 13 Millionen 35%, bis zu 26 Millionen 40% und alles über 26 Millionen Euro muss mit 43% versteuert werden. Im internationalen Vergleich, ehrlich gesagt, gar nicht mal unbedingt so hoch. Ja, diese Steuer muss man sagen, da ist man in anderen Ländern schon viel ärmer dran. Jetzt kommen wir also zu dem Weg, wie du diese Schenkung- und Erbschaftssteuer ganz legal vermeiden kannst. Der Weg, wie du die Erbschafts- und Schenkungssteuer ganz legal umgehen kannst, wenn es um eine Immobilie geht, ist ein sogenanntes Familiendarlehen. Dabei wird zwischen den Angehörigen ein Vertrag abgeschlossen. Achtung, bei Verträgen zwischen Angehörigen schaut das Finanzamt ganz genau hin, da die Gefahr von Missbrauch hier besonders groß ist. Tricksen lohnt sich also nicht. Damit der Darlehensvertrag anerkannt wird, muss er einem Fremdvergleich standhalten. Zudem müssen die darin angegebenen Vereinbarungen tatsächlich erfüllt werden. Ja, also das heißt, der Zinssatz muss stimmen und natürlich muss auch tatsächlich hier monatlich oder quartalsweise, was auch immer, bezahlt werden. Zinsen, sonst funktioniert es nicht. Es ist also nicht möglich, einen Darlehensvertrag untereinander abzuschließen, der am Ende eher Schein als Sein ist. Wird alles richtig gemacht, dann kannst du deinen Kindern ein Darlehen in Höhe des Immobilienwertes gewähren. Die Kinder werden dann als Eigentümer ins Grundbuch eingetragen. Du bist dann nur noch die Bank. Ja? Also der Besitz verschiebt sich von dir auf deine Kinder. Vom gewährten Darlehen kann der Freibetrag abgezogen werden. Der ist ja steuerfrei und kann als Schenkung gewertet werden. Auf das Restdarlehen zahlen deine Kinder dann Zinsen an dich. Wohlgemerkt nur Zinsen bitte, keine Tilgung. Ja. Diese Zinsen können niedriger ausfallen als bei einer üblichen Bank. Der Vorteil, das Geld bleibt in der Familie und deine Kinder können die gezahlten Zinsen von ihrer Einkommensteuer absetzen. Ganz wichtig hier, ganz wichtig, das Darlehen sollte nicht durch die Immobilie besichert werden. Das heißt, du musst deinen Kindern in gewisser Weise hier vertrauen. Es darf im Grundbuch keine Grundschuld zu deinen Gunsten eingetragen werden. Wenigstens dann nicht, wenn du eine Steuererklärung in Deutschland in Zukunft vermeiden willst. Ja, also ich erkläre es nochmal. Wir hatten ja vorhin gesagt, du willst ins Ausland umziehen, du willst keine Steuererklärung mehr in Deutschland einreichen. Wenn du jetzt aber deinen Kindern ein besichertes Darlehen gibst, ja, das heißt, es wird ins Grundbuch eingetragen, ja, dann musst du in Deutschland die Zinsen versteuern, die deine Kinder dir bezahlen und musst auch eine Steuererklärung einreichen. Ja, jetzt kannst du überlegen, okay, ich reiche eine Steuererklärung ein, ich vertraue meinen Kindern nicht, muss ich halt machen. Aber besser wäre natürlich, du kannst es vermeiden. Hast du keine Sicherung in Deutschland, dann bezahlst du Steuern auf die Zinsen in deinem neuen Wohnsitzland. Und möglicherweise wohnst du in einem Land, wo du keine Steuern bezahlst, dann sind sie steuerfrei. Nach 10 Jahren könntest du deinen Kindern wieder eine Schenkung in Höhe des Freibetrages machen. Das geht alle 10 Jahre. Damit kann nach und nach das Restdarlehen abbezahlt werden, indem du einfach immer wieder eine Schenkung gewährst. Machen wir mal ein Beispiel. Horst und Ilse wollen nach Irland auswandern und dort den Non-Dom-Status nutzen. Sie haben ein Haus in Deutschland, das 600.000 Euro wert ist. Sie vereinbaren mit ihrer Tochter Annika ein Familiendarlehen. Ihr gehört damit schon jetzt offiziell die Immobilie. Sie ist Eigentümer. Das Darlehen wird durch den Schenkungsfreibetrag um 400.000 Euro verringert. Damit hat Annika ein Darlehen von 200.000 Euro bei ihren Eltern. Anstatt in Raten diesen Betrag abzuzahlen, zahlt Annika aber nur die vereinbarten Zinsen von 6% pro Jahr. Das sind 12.000 Euro, also 1.000 Euro im Monat. Also wir haben jetzt hier 6% genommen, damit es einfach zu rechnen ist. Ja, ist ja klar. Ja, also du kannst auch 3% sagen, was da doch immer den aktuellen Marktkonditionen entspricht. Die 1.000 Euro zahlt Annika auf ein Konto bei Wise ein, der Eltern.
also außerhalb von Irland, und du weißt ja, wie das ist mit Non-Dom-Status in Irland, wenn du schon ein Video bei uns angeschaut hast, wenn die Einkünfte im Ausland anfallen, sind sie steuerfrei. Das heißt, nicht nur kann Annika jetzt diese Zinsen bei ihrer deutschen Einkommensteuer geltend machen, die Eltern bekommen sie auch noch steuerfrei ausbezahlt auf ein Auslandskonto. Nach 10 Jahren schenken Horst und Ilse ihrer Tochter die weiteren 200.000, die noch bei dem Darlehen offen sind. Damit ist das Darlehen abbezahlt. Die Zinsen, die sie in den letzten 10 Jahren steuerfrei eingenommen haben, steuerfrei, belaufen sich auf 120.000 Euro. Diese haben Horst und Ilse laufend konservativ angelegt, sodass es jetzt ein Depot gibt in Höhe von 160.000 Euro. Und dieses kann ebenfalls noch komplett steuerfrei an Annika verschenkt werden, denn es sind ja wieder 400.000 Steuerfreibetrag bei der Schenkung steuerfrei, 200.000 für das ausstehende Darlehen bei dem Haus und nochmal 160.000 hier dieses Depots. Klingt doch super, oder? Wie gesagt, das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn du in Deutschland wohnst, nur musst du dann natürlich auf die Zinsen Steuern in Deutschland bezahlen. Möglicherweise, wenn du jetzt Rentner bist oder so und keine hohen Einkünfte hast, zahlst du vielleicht noch keine Steuern. Es hängt davon ab, was eben hier konkret die Situation ist. Wie gesagt, wenn diese Lösung für dich in Frage kommt, dann konsultiere am besten deinen Steuerberater oder Rechtsanwalt, der wird dich dazu umfassend beraten und informieren können. Wenn du an einem Umzug ins Ausland Interesse hast, inklusive steuerlichen Gestaltungen im Ausland, wo du möglichst wenig Steuern bezahlst, ein bisschen so das, was wir jetzt hier vorgestellt haben, dann wende dich gerne an uns, buche ein Beratungsgespräch. Ich kopiere den Link hier in die Beschreibung rein und freue mich dann, dich in der Beratung kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.